Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass wir immer so einen 100% Output bekommen. Das ganze Domänenwissen, was dahinter steckt und eigentlich das, was die Software ausmacht, warum die da ist, das steckt ja nicht unbedingt im Code. Ich habe auch mal meine Mutter als Persona mit reingenommen. Ja, das war sehr lustig. Das halte ich schon für essentiell und das sehe ich auch gerade nicht, dass uns das irgendwie eine KI abnehmen kann. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Keynote Speaker und Autor und habe euch eine Folge von der OOP 2026 aus München mitgebracht. Bei mir zu Gast war Ingo Eichhorst. Er beschäftigt sich mit der Dokumentationsprüfung durch KI. Ganz spannend dabei, wie er KI in eine Pipeline einbaut, verschiedene Personas damit baut und diese anhand der Dokumentation Aufgaben erledigen lässt. Ein recht cooler Ansatz, muss ich sagen, den ich mir auf jeden Fall noch genauer anschauen möchte. Wie das funktioniert, erklärt er uns in dieser Folge. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Ingo, schön, dass du da bist. Hi Richie, schön, dass ich da sein darf. Ja, es freut mich total. Wir sind ja hier auf der OOP 2026. Die wievielte OOP ist es für dich? Nummer 1. Oh, die Nummer 1 ist eine Premiere und dann auch gleich mit Vortrag und Podcast. Ja, das Gesamtpaket habe ich gleich mitgenommen. Alles mitgebucht, ne? Ja, alles, wenn schon München, dann richtig. Ja, genau. Ja. Ich bin hier super begeistert, weil ich bin hier neben der Messe, muss man dazu sagen, da ist eine große Autoausstellung. Ja. Und da stehen halt, also da gibt es halt McLaren, Ferrari, Bugatti und nicht nur einen oder zwei, sondern gleich so 20. Und da kann man dann abends durchlaufen und da ist mein Hotel drin. Also das ist ja, also ich bin beseelt, ne? Alleine schon mit dem ganzen Ambiente hier. Ja, das ist schon sehr witzig, weil ich bin ja auch in diesem Hotel und man schaut dann, ich mache das Fenster auf und schaue dann genau auf diese Autos drauf. Ja, genau. Ich habe gestern meiner Frau geschrieben, du, ich bin über der Ferrari-Garage. Auch nicht schlecht. Na, das hat man auch nicht immer als Speaker. Ja, also Autos geht es heute nicht bei uns, sondern ich habe so den Abstract vorneweg gelesen und das fand ich ganz spannend, was du da geschrieben hast, so Praxisbeispiele, wie man mit KI und Dokumentation und so, wie das so heute funktionieren kann. Und da habe ich gedacht, oh, das ist spannend, weil Qualität besteht natürlich, da gehört Dokumentation auch dazu, entweder als Input vorne oder als Output hinten. Und da habe ich gedacht, da müssen wir uns einfach mal drüber unterhalten. Ja, sehr gerne. Also ich habe sogar ein ganz spannendes Beispiel, was ich nachher in meinem Vortrag auch zeigen werde, was auch QA sehr stark berührt. Weil, wie du schon sagst, natürlich braucht auch Dokumentation irgendwie eine QA. Ja, ich würde sagen, viele Teams leben ja schon so diesen CI/CD-Pipelines für Dokumentation quasi. Also die Dokumentation muss auch durch die Quality Gates durch und getestet werden am Ende und gucken, dass alles drin steht. Und da haben wir quasi jetzt so einen neuen Modulbaustein in der CI/CD-Pipeline, den ich mitgebaut hatte. Und den hatte ich vor 2,5 Jahren schon mit einem Payment-Anbieter aus Saudi-Arabien gebaut. Ja. Da haben wir das, und Dubai sind die unterwegs. Und da haben wir das erste Mal gemacht und haben so Menschen simuliert und haben geguckt, okay, wenn wir Menschen simulieren über LLMs, ja, wie gut finden die unsere Dokumentation? Und können die das implementieren? Ne? Und dann, das habe ich jetzt quasi übernommen, so ein bisschen in einen Prototypen erstmal. Der muss jetzt noch ein bisschen reifen, den ich nachher präsentiere, wo ich quasi einen KI-Agenten nehme und gebe dem eine Persönlichkeit und sage, hey KI-Agent, du bist ein Junior-Entwickler. Ja. Also noch so frisch hinter den Ohren und du hast auch keinen Bock, die Dokumentation zu lesen, ne? Und überfliegst das nur so ein bisschen und schaust dann mal und probierst so ein bisschen rum. Und das macht dann der KI-Agent, der übernimmt diese Persönlichkeit und versucht dann so ein bisschen in diesem Spirit so ein bisschen dann die Dokumentation zu implementieren. Ja. Und unsere Qualitätsanforderung ist quasi, dass auch jemand, der quasi, mit vielleicht nicht so viel Hintergrundwissen, ja, und einfach nur schnell versucht, was zum Laufen zu kriegen, dass er das auch hinbekommt. Und so haben wir halt mehrere Persönlichkeiten, die wir simulieren. Und der Junior-Entwickler, das zeige ich nachher, wie der dann scheitert quasi da dran. Er kriegt dann mal 404 und probiert es dann nochmal und hat immer noch 404 und er probiert und man kann dann so genau halt eben nachgucken, okay, was sind so die Denkprozesse dahinter in dem LLM, was ja quasi so eine Art kleiner Menschensimulator ist. Ja, und das dient dann eher dazu in der Pipeline, Dokumentation zu prüfen oder diese zu erstellen? Welchen Ansatz ist das? Das ist jetzt tatsächlich so ein Prüfaspekt. Ja, also man kann ja bei KI, also
ich kann natürlich tausende von Anwendungsfällen finden, ne? Aber ich würde sagen, beim Coding und aber auch bei Dokumentationen, glaube ich, das gibt so zwei Wege von KI. Einmal ist so dieser Vorwärtsweg, wo man sich überlegt, okay, wie generiere ich was, wie erzeuge ich was sinnvoll, und dem muss ich natürlich auch bestimmten Rahmen geben. Und dann gibt es nochmal irgendwie so einen Rückwärtsweg, also quasi, wie überprüfe ich das am Ende? Und da kann halt KI auch helfen und unterstützen. Und das ist eher so dieser Rückwärtsweg, also zu gucken, okay, es ist schon was da und wir gucken jetzt mal, wie gut ist das, und geben quasi nochmal, erstellen so eine Art Feedback, am Ende einen Feedbackbogen, wo wir sagen, okay, das sind vielleicht nochmal Sachen, wo du nochmal reingucken kannst, wo vielleicht nochmal was verbessert werden müsste, bevor wir das dann akzeptieren. Ja. Und das machen wir mit Code so, aber das machen wir halt eben jetzt auch mit Dokumentation so. Obwohl das Erstellen der Dokumentation noch recht, also ist schon KI gestützt, aber noch viel manuell auch. Ja. Bleiben wir mal noch bei dieser Prüfung. Das finde ich ganz interessant. Also du hast quasi diesen Junior-Entwickler als eine Persona. Was hast du denn da noch so, oder mit welchen Personas hast du denn da noch so gearbeitet bis jetzt? Also natürlich haben wir den Senior-Entwickler. Ja. Ich habe auch mal meine Mutter als Persona mit reingenommen. Ja, das war sehr lustig. Und es gibt so ein paar Herausforderungen dabei. Also das LLM verfällt natürlich so ein bisschen in so das darunterliegende Trainingsdaten und das Feintuning, was vorher gemacht wurde. Das heißt, also auch meine Mutter ist dann irgendwann, also meine simulierte Mutter, ist dann auch irgendwann wieder in diesen Modus verfallen und konnte dann auf einmal doch PHP schreiben. Ja. Und dachte ich so, wusste ich gar nicht. Vielleicht hast du da einen neuen Skill bei dir entdeckt. Also es gibt da, also man muss da schon sehr starr sein und sehr genau das vorschreiben. Deshalb ist es auch noch nur ein Prototyp, weil halt genau noch das noch fehlt, ja. Und auch die Analyse ist noch sehr weit gestreut. Ja, mal kommt das bei raus, mal kommt das bei raus. Das so ein bisschen unter Kontrolle zu bringen, das ist so die Herausforderung von dem AI-Engineering bei solchen Tools. Und da muss man dann so dieser erste Prototyp, der ist immer mit sehr wenig Aufwand, relativ wenig Aufwand, sehr schnell gemacht und das ist dann toll und alle sagen, wow, super, ne? Und das ist natürlich ein toller Effekt für so eine Konferenz, aber um es dann wirklich halt eben produktionsfähig zu bekommen, muss man doch relativ viel Arbeit dann rein investieren. Aber ne, man sieht halt, das ist ein Mehrwert, den das bieten kann, weil ich so halt die Möglichkeit habe, auch wenn ich an der Uni bin und da eine Umfrage mache zum Beispiel, dann habe ich halt nur Studenten als Zielgruppe, was wichtig ist und was gut ist, aber dadurch sind natürlich meine Testergebnisse extrem gebiased. Also wenn ich jetzt einen Usability-Test mache, ne, die haben halt einen Plan davon, die wissen, was KI ist, die wissen, wo sie klicken müssen, damit irgendwas bei rauskommt. Ne, das ist halt anders. Und so habe ich halt eben die Möglichkeit, darüber hinaus halt noch mehr zu simulieren und einfach so Ausreißer, die mir vielleicht gar nicht bekannt sind. Ja? Wenn ich zum Beispiel mein Produkt in ein anderes Land überführen will. Ne? Was sind die Denkhaltungen in dem Land? Wie sind die Persönlichkeiten? Wie ist die Kultur anders? Und das dann mal sofort zu simulieren, das ist halt eine Möglichkeit, die hatten wir noch nicht und jetzt haben wir die. Und ich würde sagen, wir sind immer noch in so einer wir spielen mal damit rum Phase, aber ich sehe da extrem viel Potenzial. Ja. Was kommt denn da so typischerweise dann raus, wenn du so ein Feedback dann am Schluss hast zur Dokument? Was war denn da, wo du sagst, da kann ich dann wirklich auch was damit anfangen? Und das ist nicht nur hier so eine nette Beschreibung von ihm. Also zwei Aspekte. Also ich unterscheide in den Tests auch zwischen, der läuft quasi durch, macht seinen Entscheidungsbaum und sagt am Ende, okay, das ist jetzt das fertige Produkt und das funktioniert oder nicht. Also in dem Fall habe ich ein Produkt von Ionos getestet, also den Model Hub, wo man so KI-Modelle einbinden kann und die Aufgabe an den Junior-Entwickler oder an andere simulierte Entwickler ist quasi, guck dir die Dokumentation an, liest dir das durch und sag am Ende implementiere eine kleine Logik, die herausfindet, welches ist das günstigste Modell und das günstigste Modell dann fragt, wer hat Hitchhiker's Guide to the Galaxy, wie heißt es auf Deutsch? Per Anhalter durch die Galaxie, genau. Ja, ein Meisterwerk, muss jeder gesehen und gelesen haben. Ja, und um zu gucken, halt, ob die KI das auch gelesen hat und am Ende muss halt in der Antwort Adams drin stehen und dann ist es ein Pass und ansonsten ist es halt ein Fehler. Und das ist sozusagen die Herausforderung, zu gucken, ob die Dokumentation halt gut genug ist. Ja? Und, das heißt, du lässt diese Persona dann auch was tun damit mit der Dokumentation. Es geht nicht nur darum, dass sie das bewertet, sondern die muss das quasi auch nutzen können. Genau, ne? Also das ist die gleiche Anforderung, die jetzt auch ein Mensch hätte. Also wenn ich jetzt einen Usability-Test mit jemandem machen würde und sagen würde, okay, setz dich mal für das Smartphone und klick da mal ein bisschen, du sollst jetzt halt, ich weiß noch
15, 20 Jahren habe ich mit Alice also wie Hansenet, das dann von O2 gekauft wurde in Hamburg, mit denen mal einen Usability-Test gemacht. Dann hatten wir eine Videoplattform. Und da mussten dann im Usability-Test dann die Personen dann halt durch das Portal durchklicken, mussten es schaffen, sich zu registrieren und mussten es schaffen, sich einen Film anzugucken, ja, und den dann halt eben positiv oder negativ zu bewerten. Und das war halt eben für viele Personen schon echt eine Herausforderung, wo wir dann gedacht haben, um Gottes Willen, was haben wir da eigentlich gebaut, ja? Das merkt man dann immer erst, wenn es zu spät ist. Und so hat man so ein bisschen die Möglichkeit, das auch vorher schon im Entwicklungsprozess mit einzubinden und vorher schon zu simulieren und zu gucken, wo es vielleicht daneben geht. Ja? Und so ist es halt eben bei uns. Ich will halt so ein KI-Modell zum Laufen bringen oder ich will halt eine VM starten, was dann bei Jonas getestet werden könnte. Aber das kann man natürlich so übernehmen auf alles andere. Mittlerweile sind auch die LLMs so weit, dass die deinen Browser bedienen können. Also du kannst ihnen auch einfach einen Browser geben und kannst sagen, okay, probier das mal aus. Und dann hat man im Hintergrund immer so einen Prozess, der mitläuft, wo das Modell so mit sich selber spricht und den kann man analysieren und kann dann halt eben herausfinden, okay, wo ist so ein Gedankengang, der komplett falsch ist. Ja. Und manchmal gibt es Sinn und manchmal gibt es keinen Sinn. Ja. Manchmal hat man auch so ein Problem, wie zum Beispiel, einmal hat sich ein KI-Agent bei mir beschwert, ja, das ist ja alles JavaScript hier, das kann ich überhaupt nicht lesen. Ja, und das Problem war halt eben, der hat sich halt die falsche Seite runtergeladen, die würde aber ein Mensch niemals zu sehen bekommen. Die ist halt nur für Maschinen relevant. Also es war ein Problem, was ein Mensch niemals hätte, was aber eine KI hat. So, und jetzt haben wir ja zwei Aspekte. Wenn wir davon ausgehen, dass halt irgendwann nicht mehr der Mensch die VM oder ein Skript für die VM schreibt, um die hochzufahren, sondern irgendwann macht das eine KI, dann wird es auf einmal ein relevantes Problem, dass vielleicht die Dokumentation zu viel JavaScript hat, ja, oder es vielleicht manchmal ein bisschen fehlleitend ist, was ist jetzt was ist die richtige URL, die abgerufen werden soll. Was für einen Menschen vielleicht total klar ist, aber für eine KI auf einmal verwirrend ist. Ja, genau, weil der ganz andere Dinge dann sieht, ne? Oder es. Ja. Jetzt ist es, das heißt, es bleibt einem ja nicht erspart. Es ist ja auch gut so, sich dann die ganzen Ergebnisse auch anzuschauen. Ne? Was hat die Persona dann eigentlich damit gemacht? Ne? Und wie war der Ablauf dahin? Und so wie ich es jetzt verstanden habe, sieht man dann auch irgendwo, ja, da ist jetzt irgendwie, da kam es dann nicht weiter oder war irgendwie falsch abgebogen, da könnte man die Dokumentation jetzt zum Beispiel nachbessern dann. Ja, genau, ja. Das wäre die Idee. Ja. Und der eine Junior-Entwickler, von dem ich berichtet habe, der hat halt versucht, eine Seite aufzurufen. Das rührt daraus, dass die Dokumentation oder beziehungsweise die URLs bei OpenAI, die sind nach einem gewissen Schema aufgebaut und unsere sind halt, also die Jonas-URLs sind etwas anders aufgebaut. Und daran ist der Entwickler halt gescheitert. Er hätte dann da an der Stelle eine klarere Guidance noch haben müssen. Ja. Und der hat dann halt eben, das war ein 404-Error und der ist dann gescheitert, hat dann eine andere ausprobiert und das hat aber auch extrem viele Token verschwendet. Ja? Während ein Senior-Entwickler das halt eben mit 300.000 Token implementiert hat, fertig das Ding, hat der Junior-Entwickler alleine 1,8 Millionen Token verbraten. Einfach nur, wenn man es hat, ne? Weil er einfach immer nur Quatsch gemacht hat die ganze Zeit, ja, und versucht hat, das irgendwie so mit Try and Error rauszufinden. Ja, und RTFM war halt ausgeschaltet. Ja, genau. Ja. Ah ja, okay. Also finde ich einen total spannenden Ansatz, da auch zu sagen, okay, ich lasse die Dokumentation quasi im Praktischen auch nutzen durch so eine Persona, die dann quasi damit rangeht. Da kann ich mir jetzt auch vorstellen, das ist vielleicht interessant, da mit verschiedenen Rollen aus der ganzen Softwareentwicklung ranzugehen. Ne? Also, was kann der Tester davon machen oder wie auch immer, oder ein Usability-Experte oder ein Auditor oder was auch immer. Das ist total spannend. Du hast aber auch gesagt, es quasi auch diesen Vorwärtsweg zur Unterstützung für die Dokumentation. Das ist ja auch noch ein ganz anderer Aspekt. Ja, also das quasi, die Idee dabei ist, ich will schon mal die Sachen sehr unwahrscheinlich machen in der Ausgabe, weil wir müssen es halt eben von dem Gedanken, wenn wir mit KI-Systemen, LLMs vor allem arbeiten, müssen wir es von dem Gedanken verabschieden, dass wir immer so einen 100% Output bekommen. Ja, wir sind es gewohnt zu sagen, okay, Taschenrechner 1 plus 1 und es kommt halt immer 2 raus, oder der Taschenrechner ist halt kaputt. Und bei LLMs ist es eigentlich genauso. Man kriegt halt immer, also bei 1 plus 1 kriegt man tatsächlich mit 55,7% Wahrscheinlichkeit, also das ist, bei GPT 3.5 weiß ich das genau, weil das ist in meiner Vorlesung quasi mein Beispiel. Und da kriegt man 1 plus 1 ist da mit 55,7% 2. Da fragt man sich schon so, okay, spooky, was ist da los?
Und es ist halt eben nicht mehr ganz genau. Und die 55% reichen natürlich immer noch aus, um zu sagen, okay, ich nehme jetzt genau das. Und wir wollen das aber genau nicht im Machine Learning und in den LLMs. Wir geben denen so einen Temperaturparameter, um so ein bisschen abzuweichen, damit sie sich so ein bisschen menschlicher anfühlen. Und wenn ich natürlich verrückte Tester haben will, dann setze ich den etwas höher, diesen Temperaturparameter. Ja, das heißt, es wird wahrscheinlicher, dass auch mal ein Token genommen wird, der halt nicht so wahrscheinlich ist. Und wenn ich was wirklich sehr Striktes habe, dann setze ich ihn runter, was dann dazu führt, dass alles ein bisschen robotermäßiger klingt und also wenn ich die gleiche Anfrage stelle, dann kriege ich immer das Gleiche bei raus. Ja. Und damit mit solchen Parametern kann man dann halt eben ein bisschen rumspielen, wenn man das macht. Aber generell ist es halt so, dass auch eine kleine Änderung im Input dann zu einem ganz anderen Ergebnis führen können, auch wenn man diesen Temperaturparameter auf 1 setzt. Und was wir halt versuchen in dem Vorwärtsweg, also auch in Dokumentation zum Beispiel zu erstellen, um diesen Vorwärtsweg besser handhabbar und besser kontrollierbar zu bekommen, muss man Grenzen von außen schaffen. Also zum Beispiel beim Coding wird das gerne eingesetzt, da gibt es so ein Rule-File, also ein Rollen- oder ein Regel-File, eine Regeldatei, in der quasi alle Sachen drinstehen, sowas wie Entwicklerdokumentation, wo dann drin steht, okay, das ist der Weg, wie wir entwickeln und bitte halte dich daran. Und trotzdem kann ich nicht mit 100% Sicherheit sagen, dass sich die KI daran hält, sondern das erhöht halt die Wahrscheinlichkeit, dass es sich daran hält. Ja, und dann gibt es dann so Sachen, mit denen man rumspielen kann. Dann gibt es semantische Anker. Ralf Müller zum Beispiel, mit dem ich auch viel im Kontakt bin, vorantreibt, so eine Idee davon zu sagen, okay, bestimmte Sachen sind halt in dem neuronalen Netzwerk, was hier immer so Knoten für Knoten geht, bestimmte Begriffe sind halt so stark oder haben so eine starke Anziehungskraft, dass sich alles dann da hinzieht. Ja, ich habe zum Beispiel so einen semantischen Anker, den ich immer viel nutze, ist MECE. Das ist Englisch, das steht für Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive. Also es ist halt, also die einzelnen Teile von der Sache, die ich mir angucke, die sind komplett getrennt voneinander, die haben keinen Überlapp. Und auf der anderen Seite sind die aber komplett. Also es ist alles drin. Und wenn ich mir zum Beispiel Testfälle angucken will von einem System und sage, okay, was könnte ich denn alles abtesten, alles abfragen, dann sage ich halt meiner KI, okay, mach mir mal eine Liste, die ist MECE, MICI. Ja. Und dann kriege ich halt eine Liste, die halt zum Beispiel nach Qualitätsattributen abgrenzt, oder ganz klare Funktionen voneinander abgrenzt, sodass die sich ja nicht überschneiden. Und am Ende ist es aber vollständig. Ja. Und dieser Anker erhöht halt eben die Wahrscheinlichkeit, dass ich so diese schön nett aufbereitete Sachen kriege und nicht irgendwas, was irgendwie so ineinander rein wurstelt, was ich nicht haben will. Und das ist zum Beispiel was ich sehr, sehr gerne nutze. Und davon gibt es so eine ganze Palette, was am Ende dazu führt, dass halt das, was rauskommt, wahrscheinlicher, vielleicht nicht nur so in 20% der Fälle, sondern halt in 80% der Fälle, dass das gut ist. Ja. Das ist, wo wir sagen würden, das wollen wir haben. Ja. Es ist ja, also diese ganze Analyse auch, das ist ja eine schöne Sache, weil man ja quasi auf Dokumentation ist, die schon da ist. Ne? Viele gehen jetzt aber auch den Weg und sagen, ja, ich generiere mir jetzt die Dokumentation einfach raus. Ne? Und dann wird halt da irgendwas gemacht und dann irgendwo abgelegt. Wie blickst denn du auf dieses Thema so? Also weil wie grenzt du das ab von einem sinnvollen Dokumentieren oder? Also man kann natürlich, und das wird auch an vielen Stellen schon gemacht, einfach den Code nehmen, aus dem Code quasi alles raus extrahieren, sagen, man macht das auf so eine Pseudocode-Ebene und aus dem Pseudocode entwickelt man dann alles andere wieder heraus. Und man sagt, okay, dann habe ich da habe ich sozusagen das begriffen, was die Funktion des Systems ist. Ich glaube, dass das ganze Domänenwissen, was dahinter steckt und eigentlich das, was die Software ausmacht, warum die da ist, das steckt ja nicht unbedingt im Code. Ja. Ja, vielleicht, wenn es guter Code ist, dann steht es ab und zu mal in den Kommentaren drin, okay, das mussten wir jetzt so machen, weil, und also man hat so ein bisschen so dieses Reinbluten, diese Abstraktionsebenen-Overlap von den Business-Anforderungen, dem Domänenwissen in den Code oft, dann ist es gut, aber ein LLM hat das nicht. Und auch wenn es Code generiert, hat es das in der Regel nicht. Aber man muss das so ein bisschen erzwingen. Und ich glaube schon, dass das so was ist, wenn es verloren ist, ist es halt weg. Ja? Wenn man keine Architecture Decision Records führt und sich nicht aufzeichnet, okay, warum habe ich denn jetzt die Entscheidung getroffen? In 2 Jahren weiß es keiner mehr. Ja. Und dann mutmaßt man halt, Dann kann man das LLM wieder fragen, was der wahrscheinlichste Grund ist. Ja, genau, das ist ja dann... Aber das ist dann, ist dann Glaskugel lesen. Ja. Das ist eine bessere Glaskugel.
Also das halte ich schon für essentiell und das sehe ich auch gerade nicht, dass uns das irgendwie eine KI abnehmen kann. Ja. Und nachher im Talk betrachte ich quasi drei Aspekte von Dokumentation, die ich denke, die so Dokumentation, also ich hoffe, dass die MISI sind, ne, dass die quasi abgegrenzt sind und klar sind und auch vollständig sind. Das ist einmal die Betrachtung von, wie muss ich Spezifikationen schreiben für diesen Vorwärtsweg. Ja. Das ist sozusagen, wenn ich was ändern will an dem System, wie mache ich das? Dann das zweite ist die Betriebsdokumentation, also ich betreibe das läuft die ganze Zeit. Da haben wir zum Beispiel, habe ich ein Beispiel mit drin, wo wir in einem Startup, das ich noch so nebenbei ein bisschen Consulting mache und die unterstütze, da haben wir halt eine Logik, wir fassen alles zusammen, was die Entwickler den Tag zuvor gemacht haben, also menschliche und KI-Entwickler, Ja. was die gemacht haben, das in einem Git-Diff, nehmen die Issues, die Tickets, haben also so ein bisschen auch den Hintergrund davon und fassen das dann in einem einminütigen Report zusammen. Ja. Und der das zusammenfasst, ist halt eine KI und den habe ich so slightly overqualified Software Engineer genannt. Das ist so die Persönlichkeit dahinter und der ist immer so ein bisschen Nase hoch und erzählt dann, was den Tag zuvor passiert ist. Ja. Was dann ganz witzig ist, wenn dann der CEO dann mich anpinkt und sagt, ja, du Ingo, sag mal, hier euer Bot, der hat gesagt, das war jetzt nicht so eine tolle Entscheidung, was ihr da gemacht habt. Der hätte das alles viel besser gekonnt. Ja. So. Und das ist aber es ist witzig, weil es schafft auf einmal eine Diffusion zwischen diesen Ebenen, ne? Zwischen diesem rein technischen und wenn du halt eben einen CEO hast, oder halt einen Manager hast, der jetzt nicht so technisch affin ist, dann kann es halt eben ein gutes Durchlass, ja, und eine gute Diskussionsbasis schaffen auf einmal, die du vorher nicht gehabt hast. Weil du einfach vorher nicht mit den gleichen Begriffen gearbeitet hast und nun zwingst du quasi durch diese Zwischenebene beide so ein bisschen sich in eine Richtung ja, die Entwickler wissen, was sie gebaut haben und wenn dann die KI darüber berichtet, können sie halt eben diese Referenz noch herstellen. Okay, das ist deshalb, weil ich das gemacht habe. Und der CEO weiß halt, weil es Business Talk, also Text ist ohne technische Fachbegriffe oder die sind dann erklärt, kann er sich halt eben besser da reinversetzen, was ist denn passiert. Ja, das ist total spannend, weil das natürlich die Brücke schlägt, auch zwischen diesen Welten, die sich sonst so schwer verstehen, ne? Oder wo es immer wieder den Culture Clash gibt. Ne? Weil der Entwickler, die wollen jetzt vielleicht auch gar nicht so viel erzählen oder können das auch nicht so transportieren. Ne? Der Manager hört auch, was er möchte. Ne? Und dann schafft man quasi einen Level dazwischen, der das quasi auffängt und gut weitergibt, ne? Dass man darüber dann kommunizieren kann. Ne? Ja. Ja, also das ist so ein bisschen das Ziel dabei. Und ich würde schon sagen, alles, was ich mache, und das ist jetzt, was ich berichtet habe, ist sozusagen das so Freizeitmäßige. Das, was ich so nebenbei mache, das ist immer mit einem Augenzwinkern und das soll natürlich auch so ein bisschen Kritik sein an den Sachen. Also es soll zeigen, wow, krass, das ist möglich. Aber ich versuche dann auch immer so ein bisschen, schon die kritischen Aspekte auch mit aufzuzeigen und zu zeigen, wo sind die Grenzen. Ja, und genau bei dem Bot hat das halt eben gut gezeigt, weil auf einmal der CEO zurückkam und gesagt hat, was macht ihr denn hier eigentlich? Ja. Das klingt total doof, was ihr da macht. Ne? Und dann mussten wir halt eben hingehen und sagen, ja scheiße, es war halt doof. Es war wirklich doof, du hast recht. Ne? Ja. Und da muss man halt auch, das ist vielleicht auch so eine Kommunikationssache, ja, wo ich mich freuen würde, wenn wir das mehr tun würden, mehr halt eben eigene Schwächen zu geben. Ja? Und Fehler sind halt eben wo wir am meisten daraus lernen. Habe ich gerade im Café den Talk gehabt haben wir darüber gesprochen, dass eigentlich wir viel mehr Fehler machen müssten. Weil, ne, das ist halt wichtig. Ja, steckt eine Lernerfahrung drin. Ne? Das ist ja sehr schön, Ingo. Vielen lieben Dank, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast zu dem Thema. Wir werden deine Sachen auch verlinken, da was wir können, weil das ist vielleicht auch ein interessantes Projekt, wo man weiter ein Auge drauf haben kann, wenn das so produktiver wird und aus dem Prototypenstadium dann rauskommt. Ich wünsche dir noch eine ganz tolle Konferenz hier. Vielen Dank, dass du da warst und bis bald. Es war mir eine Ehre. Bis bald. Bis bald.